Stand Level 1. Vor wenigen Tagen wurden unsere Helden Bix Bruchweide, Valkyrie Ulrich, Bruder Klion, Fabuland aus dem Hause Mordecai und Ephraim Una von einem Barden namens Evangelas angeheuert, um sich einer Jagdgesellschaft anzuschließen. Alles unter der Führung von Souverän Enrik des 3. Hauses in seinem weit entlegenen Anwesen. So machte sich unsere Gefolgschaft auf den Weg zum Jagdschlösschen Tannenwacht. 3 Tage über die verschneite Landschaft sollte die Reise dauern und die Gefahren der Witterung waren nicht die einzigen, denen sie ausgesetzt waren. Der nächtliche Angriff eines Wolfsrudels unter der Führung eines Wargs forderte schneller als erwartet den ersten Tribut der weißen Weite. Die Gesellschaft auf Tannenwacht empfing die Reisenden mit offenen Armen, auch wenn ganz offensichtlich etwas unter der freundlichen Fassade zu schlummern schien. Stolz Samo, der Sohn des Souverän Enrik, spielte offenbar eine wichtige Rolle, denn sein Verhalten ähnelte mehr dem eines Tieres als dem eines Jungen. Die Nachforschungen unserer Helden durch das Schloss führte sie immer tiefer in das Gemäuer, in die Baracken der Wachen und in den Keller unter der Küche. Nichts war, wie man es erwartete, und die Gespräche mit den Ansässigen gaben mehr Rätsel auf, als Aufklärung zu schaffen. Aus Fremden wurden unerwartete Verbündete oder auch Verdächtige. Und so machte sich die ungleiche Truppe in der 2. Nacht auf den Weg in den Keller, um hinter dem mysteriösen Weinfass einen Geheimgang hinabzusteigen. Was sie dort erwartete, war jedoch kein schwebendes Skelett, wie es den Anschein hatte, sondern ein Würfel mit großem Drang, seine nächste Mahlzeit zu verschlingen, wie Valkyrie am eigenen Leib erfahren musste. Und merkst im nächsten Moment, wie du irgendwo dagegen prescht. Ja, das ist eine galertartige Substanz, gegen die du knallst. Und du prallst eigentlich wie bei einem Pudding dagegen und beginnst aber sofort nach innen gesogen zu werden. Oh mein Gott. Ups. Noch eine kurze Ergänzungsfrage. Okay. War da Magie zu sehen? Nein. Kann ich irgendwas, oh mein Gott, gegen Ja. Jelly, irgendwas gegen Jellys. Gut. Und auch nichts Immer Böses. Dieses Skelett war nie am Leben. Es war nicht mehr am Leben. Für dich ist es, du wolltest gerade ausholen, um eigentlich zuzuschlagen. Ja, und in dem Moment passiert genau diese Geschichte. Ja. Du kannst aber trotzdem bitteschön noch zuschlagen. Ja. Du wirst es vielleicht nicht treffen mit der Klinge deiner Kleve, aber das stumpfe Ende kann ja auch hässlich sein. Ne? Okay. Und kannst versuchen, Schaden zu machen. Ja, Ja, dann absolut. attackiere bitte. Absolut, das mache ich. Bitte Den attackieren. 10. Treffen, oder? Angriffswurf? Achso, warte, Angriffswurf. Ja, mit Ja, 20. sorry. Bitteschön. Ja, ja. Ist nicht, wie gesagt. 12. Ich glaube, du kannst gar nicht gut treffen. Ja, passt. Mach Schaden. 19. 19 Schaden. Nein, 19. Nein, das war Ja, jetzt ja. 19, ich treffe. Ewig, trifft ewig. Ja, ja. Okay. 19 ist viel zu gering für sie, ist immer. 5. 15. Nein, sorry. 10. Okay. Nein, das ist 5 plus 5. Passt. Du, die stumpfe Seite halt im Endeffekt, ja, aber du triffst es Ja. und reißt ein Stück galertartiges
galertartige Masse mit raus, merkst aber auch, wie es dich so einfach nach innen zieht. Ja? Und das Absurde für dich ist, dass du in deiner kalten Wut dieses Skelett, das da drinnen hängt, ja, merkst du jetzt, die Hand ist eigentlich schon gelöst vom Unterarmknochen, von Elle und Speiche und all das treibt nur in dieser galertartigen Masse drinnen herum, verdaut, und wurde wahrscheinlich auch verdaut. Drinnen. Ja? Gut. Cool. Das war die Valkyrie Ulrich. Würfelt mir irgendjemand bitte einen D4? Oh, ich habe übrigens +2 Melee Damage, weil ich Rage. Also noch 2 dazu. Es sind 12, 4. ja. Ja, passt. Das ist Ja, doch das ist das, was unten ist. 4. 4, Dankeschön. Du wirst nach innen gesaugt, liebe Valkyrie. Ja. Was kann Du ich? hast Was kann ich? ein Problem. Du kriegst keine Luft mehr. Gott. Ja? Du warst so, hast zugeschlagen und wirst reingezogen. Aha. Magst du mir einen Dexterity Saving Throw? Nein, brauchst du mir gar nicht mehr machen, sorry. Okay. Weil du ja reingesprungen, reingelaufen bist und nicht reingeschnappt wurdest. Okay, dann bekommst du, und du merkst, es beginnt zu brennen auf der Haut. Oh Gott. Und auf den Ohren und überall, wo du nicht bedeckt bist von Rüstung und anderen Dingen, merkst du, es beginnt zu brennen. Und Säure beginnt dich zu zerfressen. Oh Gott. Du bekommst 10 Hitpoints Schaden. Halt's nicht aus. Okay. Wer ist der Nächste? Hey, easy, easy. Es ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Lass die Zeit. Ja. Take your time. only a flesh wound. Genau. Ich bin dann eine Flashwound. Der nächste ist dran, Okay, cool. nämlich der Fabulant. Ich krieg das mit, oder? Du kriegst mit, wie sie um die Ecke, dann verschwindet sie plötzlich. Okay. Aber du hörst, dass ihr schreist. Ich du, wenn schreie du- mal, das ist das Erste, das mir durch den Kopf schießt, ist das Salz. Ich weiß aber nicht ganz, was ich machen soll. Und schaut da von ihr noch irgendwas heraus aus dem Ding? Schaust du wieder zurück ums Eck oder was? Ich bin da Mein drinnen. Gedanke ist, wir müssen sie herausziehen und hinter dieses Salz. Und dann können wir noch viel mehr Salz holen. Aber jetzt muss sie mal heraus aus diesem Ding. Okay. Und ich versuche sie herauszuziehen, falls da irgendwie etwas aus ihr noch herausschaut von ihr. Gut, du kannst probieren, sie rauszuziehen. Ja, gerne. Wenn du das machen willst, was du halt tun musst, in dem Ist gleich Fall auch dort drinnen. reingreifen Oh und irgendetwas von ihr packen, um sie rauszuziehen. Ich bin nicht sehr stark, aber ich... Probierst du es oder probierst du es nicht? Ich probiere das. Okay, bitteschön. Ich halte mich an irgendeinem Stein fest. Mach einen Stärkewurf, bitte. Einfach einen W20 mit deiner Stärke. Ich fürchte nein, ich habe eine 2 gewürfelt. Eine 2 gewürfelt. Und das bleibt auch eine 2. Ah, okay. Du greifst dort rein, bekommst 15 Schaden von der Säure. Du greifst richtig satt rein, ja, merkst, wie deine Kleidung so ein bisschen nach oben geschoben wird, wenn du in diese galertartige Jello-Masse reingreifst. Du spürst, wie du die Valkyrie schnappst und versuchst, sie rauszuziehen, aber der Sogeffekt von dieser Kreatur dürfte so stark sein, dass du es einfach nicht schaffst. Aber du spürst sofort, wie deine Haut auch beginnt, von Säure zerfressen zu werden. Wird man irgendwann bewusstlos? Das kann passieren, wenn du unter Null kommst. Okay, das... 0 und drunter ist Bewusstlosigkeit. Gut. Bruder Q, machst du mir bitte schön einen Wahrnehmenwurf? Wahrnehmung, meine größte Schwäche. 20. Ja. Ja, also wohl keine Schwäche. Nat 20. Es ist seltsam zuzuschauen, was dort vorne passiert, vor allem weil ihr nur dieses Laternenlichtlein habt, das jetzt nicht den besten Lichtschein wirft aller Lichtscheine. Aber
Was du erkennst, ist der Moment, wo Valkyrie auftrifft auf das Skelett oder doch nicht, ist ein quaderförmiges Aufwabern, wie ein wellenartiger Schockeffekt, der durch diese ganze gallertartige Masse sich durchzieht. Und dann ist dir klar, und dann siehst du plötzlich auch die Umrisse von dem Ding. Ja? Dann ist dir klar, warum dein Sinn nicht angesprungen hat auf Untotes. Kein untotes Wesen. Weil ja. es ist nichts Untotes. Da ist nichts mehr da ist nur noch tot. Genau. Aber das merkst du, das erkennst du ohne Probleme. Sehe ich das eigentlich auch alles? Stehst du schon beim Eck? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Oh Gott. Okay. Was tust du, Cleon? So, ich rufe die Macht Souls an. Ja. Mein Schwert wird in einem hellen, gleißenden, heiligen Licht erleuchten. Oh, das wird hell, Herr Rucken. Ja. Und dann werde ich mich auf dieses Teil stürzen und es erschlagen. 20. Gute Würfel. Save me. Ja, bitteschön. So. Und ich werfe einen Spellslot in Okay. einen Divine Smite. Das überrascht Komischerweise, unerwarteterweise. Ein Paladin bei ein Natural Gute Frage. 20. Ja, Trifft mich das? schauen wir mal. Wenn ich in dem Jelly bin? Jellybean. Ich werde gleich gesmited. Mitgesmited, mit durch zu zertrennen. 2W8, okay, das Nein, würfel es ich separat. schneidet so gut und präzise. Ja. So, mal der Wer Basisschaden. Ja. Jigsaw-Puzzle. Das sind jetzt 2W10, oder? Weil es ist, Ein W10 ist eine 10er. ja. Den Und der zweiten zweite würfelst ist du. So, das sind 10, also 20. Und Jetzt schon. 2W8, Ja. 2, na gut, das ist nicht berühmt, 2 sind 4, also 24 Schaden. Hast du deinen Stärkebonus schon dazu gezählt? Nein, da kommen noch 3 dazu, also 27. Na bitte. Ein mächtiger Hieb von dir. Plötzlich ist es dort unten hell. Du machst richtig Licht dort unten mit Ja, deinem Schwert. das hellige Schwert macht Genau. richtig Licht. Ja. Es wird plötzlich richtig hell. Für dich in dieser Masse ein arger Anblick eigentlich. Alles ist gedämpft. Du hörst nur diese Geräusche. Und plötzlich dringt das Schwert in diese Masse ein und schneidet einen großen Brocken raus. Und du siehst, wie der zu Boden knallt und eigentlich sofort zu einer Flüssigkeit wird und dort verläuft. Bix Bruchweide. Ja. Also nachdem ich nicht sehe, was dort los ist, gehe ich mal Ans Eck. ans Eck Ja. und bin so. Du kannst mir auch einen Wahrnehmen-Wurf. Ja, Gibt nichts zu sehen. Es ist alles in bester Ordnung. es gibt nichts mehr zu sehen. Die Barbarin löst sich vollkommen zufrieden auf. 13. 13. Ja. Insgesamt. Ja. Es ist die Valkyrie ist in einem seltsamen Kampf mit einem Skelett verstrickt. Beide schweben über dem Boden und bewegen sich langsam und wie in Zeitlupe in einem wabernden Kampf, flüssigen Kampf, schwebend. Ich bin so, was zur Hölle? Und dann geht sich das aus, dass ich schieße von der Entfernung her? Ja, könntest du wahrscheinlich schon machen auf Skelett, oder was? Ja, ich schieße aufs Skelett. Gut, ja, bitteschön. Na, bitteschön. Gar nichts, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil Ja, ja. macht Schaden. Cool, sehr cool. Wie geht das jetzt nochmal? Du schaust unten stehen, im Bogen, Ja. und da steht dann plus 8. Also 18? 18. 18, ja, das Ja. trifft ohne Probleme. Wie viel Schaden? Ein D8 plus 4. Ah. Ein D8 plus 4 sind 7, aber ich setze noch so ein Hunters Mark auf das Skelett. Das Da kriegt er noch. vorher, das müsstest du vorher Ach so, machen, aber das geht das schon. geht, ja, geht ja, das? passt. Okay, dann kriegt er nämlich noch ein D6 dazu. Ja, Also 7 plus das war ein mächtiger Hieb, Bruder Clune. 12 Schaden. Ja. 12 Schaden, ist auch nicht unhübsch. Paladin hat manchmal einen mächtigen Hieb.
meistens nur einen normalen Hieb. Für dich auch spannend zu sehen, obwohl du aufs Skelett zielst, merkst du, dass dein Pfeil in das Skelett, zum Skelett fliegt, ein ganz kurzes Stückchen, und dann siehst du, wie der Pfeil eindringt und sofort irgendwie in seltsamen Bahnen in dieser galertartigen Masse sich verteilt und dann in der Luft einfach stehen und hängen bleibt. Und dort steckt er bei dir, du hängst da drin und siehst auf einmal so, wie ein Pfeil vor deinen Augen stecken bleibt und dort jetzt hängt und sich mit dir mitbewegt. Ephraim, bitteschön. Einen Wahrnehmenwurf vorher. Wahrnehmenwurf? Ja, du musst ja auch erkennen, was da los ist. Mit Vorteil, weil du gesehen hast, was der Bruder Clune gemacht hat. Und jetzt Licht ist. Und weil es richtig hell ist jetzt da unten. 23. 23, okay. Ja, auch du bemerkst, was da los ist. Diese galertartige Kreatur hat die Valkyrie verschluckt, offensichtlich, und die hängt jetzt da drinnen. Was tust du? Ich starte auch hinterher, schaue aber, dass ich nicht den Kiun treffe. Ja? Ja. Und schlage mit dem Schwert auf ihn ein. Den Kubus, nicht auf den Kiun. Auf den Clune ein, okay. Ja, das wäre jetzt arg, oder? Verräter. Oh mein Gott! Ja, bitteschön. So. Paladin rechnet immer damit. Der 20er? Ja, 20, dann rechnest du Rechnest das das Plus dazu, was da steht. Okay, 9. Naja, Wie viel? 9. Insgesamt? Ja, trifft. Okay. jetzt hat, das ist keine Welche Waffe hast du? Rüstungsklasse. Es ist Das Longsword. Genau, das heißt ein D8 plus 6. So, 11. 11, okay, das geht. Auch bei dir dieselbe Geschichte. Ja, Entschuldigung, 13. Ich habe den Duelling. Oh yeah. Sehr elegant dabei. Engard, Monsieur! Solange du was hittest, alles gut. Und nicht mich. So. Monsieur Gelee! Ich fördere sie auf. Du hängst in diesem in dieser seltsamen Kreatur drinnen. Alles, was du tun kannst, du kriegst keine Luft. Deine Augen hast du wahrscheinlich geschlossen, nachdem Der Pfeil du gemerkt hast, der Pfeil säust. Und auch die Säure ist durchaus eine Geschichte. ja, Weil okay. Im ersten Moment war es einfach Damn und dann beginnt das alles zu brennen. Oh Gott. Ja, im Gesicht. Alles, was du tun kannst eigentlich, ist raus aus dieser, versuchen dich irgendwie rauszukämpfen aus dieser Kreatur. Ja. Und aus diesem Grunde wirst du mir wahrscheinlich einen Stärkewurf machen müssen. 24. Yes! Was normalerweise unmöglich ist, ja, ist in dem Fall etwas, was du bewerkstelligen kannst. Normalerweise müsste jemand anderer dich dort rausziehen. Du hast allerdings das Glück, dass es hier nicht besonders hoch ist und du ziemlich groß bist. Denn so kannst du deine Klebe verkanten an der Decke und kannst beginnen, dich selbst an der Klebe rauszudrücken. Ja, und stolperst mehr oder weniger aus dieser Kreatur raus. Nicht allerdings, ohne vorher noch ein bisschen Säureschaden zu bekommen. Okay. Auf welcher Seite komme ich raus? Auf der Das Fahne, kannst du oder? dir aussuchen. Wo auch immer du rauskommen magst. Ja, ich komme auf die raus. Ich würde einfach dann geradeaus weiter. Okay. Nicht, 13 Schaden. ich habe da keinen Platz mehr zwischen euch. Sie stolpert raus, hinter euch fällt vorbei, ihr merkt, Oh, dieser okay. Schleim haftet so ein bisschen an ihr. 13? Man hört zischen. Ja, 13. Man hört es zischen. Aber du bist draußen zumindest. Ja, es sind keine 6d6 Schaden, es waren nur 3d6 Schaden. Cool. Und dann, Okay. das muss ich nur kurz Ich wische mir den Schleim aus den Augen und schüttel das Ja, ab. du und könntest dich noch ein Stückchen bewegen. Vielleicht Was, ist ich? hinter uns. Ja. Aha. Du kannst noch ein Stückchen weiter krabbeln oder weggehen von dort. Ja, oder vielleicht dich hinter uns entfernen. oder zwischen uns durch. Ich bin da hinter euch jetzt, ja. Ja. Okay. Ja. Fabuland, Ja, ich. machst du einen Wahrnehmenwurf bitte? Ja.
Und du bitte schön für den Lux. 20 plus. Jetzt kommend. Jetzt. Jetzt sind Das wir. ist Perception, gell? Ja. 24 mit einer Natural 2. 24. Ja. Du hörst hinter dir den Lux die seltsamsten Geräusche machen, die du von einer Katze jemals gehört hast, bis du checkst, das ist nicht der Lux. Dann siehst du, wie aus dieser Felswand, dieser eingestürzten Geschichte, aus einer der Risse sich etwas rausbewegt, wurmartig wie eine Schlange oder etwas in die Richtung, aber ziemlich schnell. Und eine Kreatur kommt auf dich zu, die tatsächlich wie eine große Schlange oder ein großer Wurm aussieht, versucht sich mehr oder weniger anzuschleichen, hat auch von der Farbe her genau dieselbe Farbe wie die Felsen und die Steine, aus denen sie sich rausbewegt und über die sich drüber bewegt, wie ein Chamäleon fast. Das Einzige, was es von einem Wurm oder einer Schlange unterscheidet, ist, dass es, als es merkt, dass du es siehst, sich aufrichtet und dann das Maul in 4 gleichförmigen Segmenten sich öffnet, drunter ein mit Widerhakenzähnen bewehrter Schnabel sich zeigt und es auf dich zukommt. Gut, das war's mit dem Lux. Moment. So, jetzt schauen wir mal, ein Lux oder ein Fabulant. Wer ist Grad, wer ist Ungrad? Grad. Lux ist Grad. Eine 5. Du? Sorry. Sorry, Alles not für den sorry. Lux. Okay. Die Tentakel, die sich gebildet haben aus diesem Maul, sind eigentlich jetzt wie Tentakel zu sehen, versuchen dich zu packen. Du merkst aber, dass das auf dich zukommt. Du hast es Gott sei Dank rechtzeitig gesehen und schaffst es, dich wegzubewegen. Duckst dich weg und du merkst so, wie das versucht, dich zu schnappen und zu packen. Das schafft es allerdings nicht und somit beginnt dieser Gelatinous Cube sich zu bewegen. Die Beute war in diese Richtung und somit bewegt es sich in die Richtung, wo seine Beute entschwunden ist. Und somit können mir der Klum und der Ephraim einen ist es ein Stärke-Rettungswurf? Ich glaube schon. Macht mal einen Rettungswurf und zwar Dexterity, bitteschön. Dexterity. Also Geschicklichkeit. Ja. 22 mit einer Natural 20. Ja. 14. 14, reicht auch. Ihr beide schafft es und werdet von dem Ding nach hinten gedrückt, quasi. Ja, aber ihr schafft es, dass es euch nicht schnappt und beginnt zu verdauen. Allerdings werdet ihr nach hinten gedrückt. So, nichtsdestotrotz wird es versuchen, euch mit Pseudopoden zu erwischen. Es löst sich ein Tentakel und versucht, den Bruder Clune zu erwischen. Das schafft er aber nicht. So. Fabulant. Dieses Ding. Bin ich aus diesem Gelee wieder heraus, nachdem das jetzt weg ist? Du bist Ich hab sowieso. vielleicht einen Enkel. Ja, du hast die Hand rausgezogen, ja, und das Ding ist auf dich zu und versucht dich jetzt zu packen. Hat es aber nicht geschafft. Ich brauche nur kurz ein bisschen eine regeltechnische Ja, bitte schön. Unterweisung. Ja, ja. Bei 0 werde ich bewusstlos, wann bin ich tot? Bei 3 nicht geschafften Rettungswürfen. Nachdem du auf 0 gefallen bist. Nachdem ich auf 0 gefallen bin. Also ich vertrage original gar nichts mehr. Ja. Deswegen will ich weg. Ja. Und gleichzeitig kann ich ein Healing Word auf mich? Was ist ein Healing Word? Eine Das ist Bonus-Action oder eine Bonus-Action? Das kannst du machen. Du kannst die Bonus-Action verwenden, um dich selbst zu heilen. Du kannst eine Action dazu verwenden, um dich von einem Gegner zu lösen, ohne dass er dir nachschlagen kann. Und deine Movement, deine Bewegung kannst du dafür verwenden, um wegzukommen. Ja, das will ich versuchen. Alle diese Dinge. Ich heile dich, löse dich,
und laufe Das sind er ja weg. gleich 3 Dinge auf einmal. Und laufe er weg. Ja. Das ist eigentlich schon falsch. Aber du laufst dann in. Achso, Was muss ich da würfeln? Muss ich Dorthin, hier alle okay. 3 Dinge würfeln? Nein, Nein, ich tue das einfach. das tust du einfach. Das Einzige, was du würfeln musst, ist, wie viele Hitpoints Gut, du ich kann zurückbekommst. einen Spell-Slot von meinem Third Level nehmen, also einen Doppelspell. Habe ich das richtig verstanden? Du hast musst mir ein bisschen helfen. Level-Spell, das glaube ich nicht, mit Stufe 3. Du kannst einen Spell-Slot verwenden. Ja. Ich kann Du einen, musst nein, einen einen Spell-Slot. Third... Nein, das habe ich nicht. Ich habe... Moment. Genau. Klun, du bist als Nächster dran. Dauert nur eine Ja, kein ganz kurze Stress. Kleinigkeit. When you cast a spell using a spell slot of second level or higher, Ja, dazu brauchst du aber einen solchen. am 3. Level habe ich einen Zweier-Slot. Dann kannst du diesen verwenden. Ja, Ja? Kann ich increasen. Dann kann Ja, ich nicht nur genau. 1d4, sondern 2d4 ganz genau. Ja, würfeln. Was ich tun werde. das ist eine gute Idee wahrscheinlich. Und der eine Spellslot vom ursprünglichen Zauber wird auch verbraucht. Du hast einen First Level verbraucht für Und Detect einen Magic und Second jetzt den Level Second verbraucht. Level. Genau. Na Moment, ich habe einen verbraucht für Detect Magic, einen verbraucht für den Spell plus einen weiteren Zweierslot Nein, der verbraucht. Zweierslot ist der, den du verbrauchst. Das für ist den der, den ich Zauberspruch. verbrauche. Ja, ja. Okay. Das wäre ein bisschen Gore-Org dann. So viele Spellslot hat man ja dann doch nicht. Naja, Ne? geht schon noch, da geht was. So, da geht noch was. Da geht noch Sehr was. gut. Klun. Moment, lass mich das würfeln. Ja, bitteschön. Stopp. Was ist das für ein arger Würfel? Das ist arg, gell? So eine 2 und eine 4. Also 6 Hitpoints, die du selbst heilst. Hervorragend. Gut. Naja, Wie weit komme ich? Hast du das abgezählt? Ich habe dich mal um die Ecke geschickt. hast dich um die Ecke gebracht, ja? Wild zum Salz. Ja, soweit genau. ich kann. In die Richtung bist du unterwegs. Du bist noch nicht ganz dort. Ja, Am Aber du bist halben am Weg Weg. zum Salz. Klun. Ich. Stefan, Ich, I mean, das überrascht mich nicht. was gibt's sonst zu tun? Immer feste drauf. Immer feste drauf, genau. Bitteschön. Du triffst. 9, okay, ich treffe. Ein riesiger, Also 9, es sind aber 13, weil ich habe ja noch das Volley-Show. ja, das ist ein riesiger Klumpen. So, ich werde mir meine Spellslots aber aufheben. Okay. Weil wir sind alle schwer verletzt, oder? Ja. Meine Freunde sind alle schwer verletzt. Das heißt, das sind nur 13. Wieder schlägst du zu, das gleißende Schwert fährt in diese amorphe Masse hinein. Wieder schneidest du ein gutes Stück hinaus und du merkst, das merken alle, die jetzt dort stehen, dass dieses Ding beginnt zu zittern. Beginnt ganz, ganz schnell zu wabern und zu zittern. So als hätte es Probleme, seine Form zusammenzuhalten, nachdem Bruder Klun wieder eine große Kante aus dem Ding rausgeschnitten hat. Ja, Bix Bruchweide. Magst du sonst noch was? Dann sage ich vermutlich dann sage ich so, erschlagt es jetzt, das kann nicht mehr viel aushalten. Ja, ich schieße nach. Du merkst auch, ja, dass neben dir bei deinem Luchs jetzt dieses wurmartige Wesen sich aufbäumt und nachdem er weggestolpert ist, Dann schaust- schieße ich da drauf. ich wollte dir nur die Option geben, Ja, das oder das. auf das Wurmi. Auf den Wurm. Ja. bitte Immer schön. besser, bewegt einen sich Gegner zu schneller. töten, als 2 zu verletzen. Ja, bitte schön. 20 plus. Natural 20? Ja, Den nächsten den Natural nehme 20. ich. Den nehme ich, oder? Dann ist Das- wurscht, was ich dazu zähle. Glaube ich auch, ja, Ja, dass gut. das egal ist. Dann sage ich danke. Und jetzt, das ist der, und die 8. Wow, okay. 8 plus 4 sind 12, plus 6 sind 18 Schaden. Und plus 8 für den 20. Plus 8 und Plus noch eine ah, D6. Für den 20 kommt noch
Ja, mit Genau. für den 20er. Was haben wir bis jetzt gehabt? Wir haben gehabt 8. Genau, das ist plus 4. Ja, ist 12. Plus, das ist von dem Hunters Mark, der 6er. Plus 6, genau. 26. Ist 18. Ja. Jetzt kommt noch eine 8 für den Bogen als Grundschaden. Das heißt, wir sind auf 8. Der Grundschaden von. Ja, du machst einmal mit dem Natural 20 würfelst du alle Würfel doppelt. Ja, Okay, nur- jetzt zählst du das für mich. Genau, einen 6-Seiter musst du noch würfeln. Ansonsten haben wir es. Noch einen. Jetzt auf 26 plus ein 6. Ja, geht schon. Ja. Ja, würfel den 6er nochmal. Nochmal? Ja. Ja. Okay. Eine 2. Okay, das sind dann 28. Oh, Klein, aber oho. gut. In your face, you Wurm. Ins trifft Auge. das Ding hart. Allerdings hättest du es fast härter erwartet, dass es das Ding trifft. Die Platten, diese wurmartigen Segmente, nehmen diesem Pfeil offensichtlich ganz viel Energie und Wucht weg. Es macht ihm noch immer richtig fest Schaden, aber es hätte mehr sein können, offensichtlich. Aber du merkst, wie dieses Ding sich sofort aufbäumt, nachdem der Pfeil drinnen steckt und in deine Richtung sich dreht. Dieser Kopf schnellt in deine Richtung und du merkst, wie er offensichtlich in deine Richtung kommen will und dich schnappen will und bei dir zu Okay. beißen will. Aber so weit sind wir nicht. Noch Okay. sind wir bei Ephraim, Ja, ich schlage einfach drauf. der die Gunst der Stunde nutzt. 14. Und Was soll ich sagen? Es trifft. es trifft. Ich glaube, ihr könnt es nicht treffen. Raus in 1000 kleine Gummiwurzeln. Das wären jetzt 13 Schaden. Ja, du nimmst seine Worte wahr, schlägst auf das Ding ein und merkst schon im Moment des Aufträffens, dass wie bei einer Oberflächenspannung irgendeine Art Flüssigkeit, ja, die zuerst noch hart ist, Eine Schwelle. aber im nächsten Moment fährt dein Schwert durch, das Ding patsch, zerplatzt eigentlich wie ein quadratischer Ballon, könnte man fast sagen. Und Kyun, du, und ich glaube, sonst steht niemand mehr in unmittelbarer Nähe von dort, bekommen Hälfte 4 Schaden, Säureschaden von diesem platschenden Geräusch. Du bist gut abgedeckt von den beiden, deswegen erwischt dich nichts mehr. Und dann ist es tatsächlich so, dass das von den Wänden runterrinnt. Und dort, wo es runterrinnt und wo diese ganze Geschichte ist, wird euch jetzt klar, warum dieses ganze unterirdische Ding so sauber war. Ja, und warum das so gereinigt ausgeschaut hat. Auch dieses Skelett und manche Dinge, die in diesem Skelett drin sind, flatschen zu Boden und landen dort in diesem Raum, in diesem Gang vor euch. Aber noch ist die Gefahr nicht gebannt, denn man hört ein hässliches, zischend schnatterndes Geräusch ums Eck und sieht die Bix, die dort gerade einen Pfeil losgelassen hat. Na, dann mache ich doch mal den Action-Schorsch. Ja, Du machst den Action Charge, sehr gut. Und läufst los. Lauf los. Bitteschön. Der beste Geht Schwarz. sich auf jeden Fall aus. Sehe das Viech. Ja. Ja, schau, dass ich zum einen mal das Schild vor mich halte Ja, und setz noch mal nach. schön. Bitteschön. 19. Das trifft. 12. 12. Du läufst hin, kommst ums Eck, siehst diesen seltsamen, diese wurmartige Kreatur, das versucht gerade auf die Bix zuzuschlagen und schlägst mit dem Schwert drauf, hast das Gefühl, du triffst gut, aber spürst auch dieses Gefühl, wie wenn man gegen
gegen einen Panzer schlägt oder gegen eine feste Rüstung schlägt, der genau diesen selben Impact hat. Aber du siehst schon, dass sich das Flüssigkeit wegspritzt so ein bisschen. Ja. Du siehst auch dort, wo der Pfeil drin steckt, der steckt schön Center Mass, genau in der Mitte von dem Ding. Und dort rinnt auch so eine grünlich-gelbliche Flüssigkeit hinaus. Und dann stehst du dort. Valkyrie Ulrich. Ja, Was tust du? ich bin angry. Noch immer. Ja. Naja, Ja, klar. Schon? Ja, da hat er klar, du hast Schaden bekommen und. okay, aber ich muss es ja hitten. Aber Was? ich muss es ja weiter treffen, oder? Damit ich die Range... Nein, du kannst auch Schaden bekommen. Das hilft Okay, auch. okay, beim cool. Wütend sein. Dann laufe ich zu den Geräuschen, die ich höre. Ja, bitteschön. Ingi Barbarian Noises. Ja, Komme ich da hin? Angry Barbarian Noises ist schön. Ja. Okay. Und du hast Das eine aber jetzt- Waffe mit guter Reichweite. Das heißt, Das stimmt. du kannst neben oder hinter dem Ja, Action-Schorsch unbedingt. stehen. Okay, ich mag angreifen. Neben dem dieses Ephraim. Wurmviech. Ja, Ich habe da 14. du triffst. Okay, gut. Dann habe ich da 6. Plus 5 sind 11. Plus 2 wegen der Rage sind 13. Okay, das macht genau den Unterschied. Bix, du bist gerade dabei, den zweiten Pfeil einzulegen, weißt aber, du bist nicht schnell genug, bevor dich dieses Ding attackieren wird. Ja, du hast den Pfeil schon rausgerissen, aber siehst, wie es sich gerade aufbäumt, um dich zu erwischen. Und dann siehst du plötzlich neben dir den Ephraim, der draufhaut. Und kurz nachdem der Ephraim ein Stück Tentakel erwischt hat und das weggeschnitten hat, kommt eine Gleve zwischen dir und dem Ephraim durch und fahrt dem Teil genau ins Maul, spießt es auf und du merkst halt so richtig, ja, steckt oben und dann seht ihr, wie sie es oben gegen die Decke knack dagegen presst und Yes! und dann schiebt sich ein Stück der Kleve nach unten. Du siehst, wie es schlapp wird. Nach unten gleitet ein Stück. Und dann noch einmal kurz zittert, aufhört zu zittern und verendet. Sehr schön. Und dann wird es dort unten ruhig. Ich nehme meine Kleve runter und schüttel diesen Wurm weg und dann steige ich auch noch so drauf. Alles okay bei euch? Ich komme zu den anderen so. zurück. War das alles? Paula, was machst du? Du bist gerade ums Eck gelaufen. Salz. Ist das Salz so dick aufgelegt, dass man dort Du eine könntest. Handvoll nehmen kann, Ja. ohne die Linie ganz zu unter... Das wird aber du kannst es probieren. Warum nicht? Ja, ich versuche mach einen das. Geschicklichkeitswurf. Dexterity. Einfach. Wie viel du. Ich habe vor, später mehr Salz zu holen, aber jetzt soll es einmal ein bisschen liegen bleiben. Warum nicht Gebirgssalz? Ich wollte gerade sagen, es reicht auch Gebirgssalz. Plus Es muss guter kein Meersalz Gesteinssalz. sein. Sal de Sel, wie heißt es? Wie viel hast du gewürfelt? Fleur de Sel. Fleur de Sel. Fleur de Sel. Natürlich, was anderes. Salt. Verwendet Fabula. Verwendet Fabula nicht. Wie viel hast du gewürfelt? Moment. Ich habe eine 11 gewürfelt und ich habe einen Bonus. Ich weiß, ich kenne deinen Bonus. Du schaffst es so, genauso einen Scoop zu nehmen, sodass noch ein bisschen Rand von diesem Ding überbleibt Ja. und hast eine schöne Handvoll Salz. Mit der laufe ich zurück. Okay. Und schmierst das Salz in die Wunden. Nein. Aber dann siehst du dort quasi gerade den Aftermath von dieser Schlacht. Schweres Atmen. Du steigst auf diesen Wurm drauf und dann Ja. siehst du, wie neben dir ein großer Luchskopf auftaucht, kurz so schaut, reinbeißt, schüttelt und dann wieder hinlegt. Und dann schaut er dich an Und und nickt, ich auch. quasi. Ich schau mir das Skelett an. Das in Du dem- schaust dir das Skelett an. Oder was halt noch davon übrig geblieben ist. Also du hast ja gesagt, es ist ja einiges auf dem Boden geplatscht. Und Da ist vieles auf dem Boden geplatscht. Kleidungsstücke, die noch dran gehangen sind.
Mach mir bitte einen Würfel einfach. Was? Ich habe, weiß ich eh, ich habe deinen Charakter da. Eine 1. Eine 1, okay. Oh. Ja, jemand offensichtlich verendet, vielleicht sogar eines der Skelette, das hier herunten in einer Wandnische gewesen ist oder so, muss das wohl sein. Also schiebe ich einfach nur so mit den Füßen so ein bisschen die Teile weg und okay. Ja. Bei euch alles in Ordnung? Verwundete, also ja. Wie geht's euch? Alles tut weh, es brennt. Ich schaue mir meine Arme an, was halt frei liegt. Ich habe noch Leben, aber... 15. 15. Okay, 15 kriegt jetzt. Ja. Oh, nice, danke. Und er bekommt meinen Cure Wounds. Ich gehe zu dir. ja. Lord Mordecai, entschuldigt. Es könnte ein wenig Fauland. zwicken. In meinen Paladin-Träumen, aber nicht jetzt. Schön. Es ist 1W8 plus irgendwas, oder? 1W8 plus deinem Plus meinem Spell-Modifier, Ja. stimmt, ja. Also 10. Vielen Dank, Leon. Vielen Dank. Oh, Ich glaube, Fühlt wir sich schon sollten besser rasten. an. tut gut. Ich glaube, wir sollten rasten. Soll sei Dank. Auch wenn es... Was war das? Gibt es davon noch mehr hier? Das Tropfen der galertartigen Flüssigkeit dieser Kreatur ist im Hintergrund noch zu hören. Ein leises von diesen hervorragenden, sauberen Wänden. Euer Atem ist zu hören. Schnappatmung auf der einen Seite. Du kommst gerade um die Ecke mit einer Handvoll Salz. Ich atme ganz erleichtert, weil ich wurde soeben geheilt. Ja, ich schaue, was ist da übrig geblieben von diesem Galert. Von dem Galert übrig geblieben ein Skelett, dessen Knochen fein säuberlich von Fleisch und anderen Dingen entfernt wurde. Das Galert selbst. Du siehst Galert selbst, du siehst nicht mehr viel davon tatsächlich. Viel Flüssigkeit siehst du dort. So als wäre dieser Kubus an Jello zerplatzt und in Flüssigkeit hinuntergelaufen. Das ist das, was du siehst. Und in der Mitte dieser ganzen Soße liegt ein Skelett, teilweise noch mit Kleidung, Rüstung, einem Beutel, solchen Dingen dort herum. Ein Handknochen liegen ein Stückchen weiter entfernt, ein Fußknochen steckt noch in einem Stiefel, der auch irgendwo dort herumliegt. Und ihr? Ist das jetzt tot, wenn es jemals gelebt haben sollte? Oder muss man es noch salzen? Ich hoffe, dass das so tot ist. Vielleicht salz ein bisschen nach. Ich Das kann nicht salze mal ein schaden. bisschen. Schön. Ja, Ja, sich dieses dann Salz. irgendwas mit der Flüssigkeit. Wenn Zuckt wenn du das tatsächlich machst und so Salz herumstreust, dann siehst du ein kleines Stück irgendwo, das vielleicht noch nicht ganz zerlaufen ist, das dann kurz zischt und dann aber auch zerläuft. Kannst du mal über den Pfeil bitte darüber salzen? Ja, ich salz Dann den Pfeil. schaue ich, ob ich das... Dann salze ich den Beutel. Wenn er noch in Ordnung ist, würde ich den halt Könnte jetzt rausnehmen. ganz und- gut schmecken. Ja. Das ist gesalzen und Aber es ist keine Säure mehr drauf dann. ja. Wische ich ihn ab. Kann man erkennen, aufgrund der Kleidung oder der anderen Überreste, Wappen, Mach Symbole? einen Historienwurf, bitteschön. Du kannst ihm auch fragen, den guten Fabulant, über. Kann man irgendwie erkennen, wer das gewesen sein könnte? Gibst du noch einen Schädel, den ich theatral anschauen kann? Ja, schön. Wer bist du gewesen? Wer warst du? Keine Ahnung. Ich weiß es. Dann schaue ich mir statt dem Schädel die Ausrüstung an. Ja. Ich schaue mir ich salze den Beutel. Also,
wo du nicht würfeln musst, ja, ist, dass dort ein Beutel herumliegt, den seht ihr alle, dass der irgendeine Art Lederrüstung offensichtlich angehabt hat, seht ihr auch alle. Was ihm fehlt, was man sieht, was er nicht hat, ist Bewaffnung. Das ist verwunderlich, dass das organische Leder überlebt hat, aber seine Bewaffnung nicht. Oder er hat keine Waffen mitgehabt. Das kann sein. Sind auf der Rüstung sind irgendwelche Insignien drauf? Du beginnst so ein bisschen herumzustochern und merkst, der Oberkörper liegt verkehrt herum. Den müsstest du drehen. Wenn du ihn umdrehst, es ist ein komisch klammes Gefühl. Du weißt, das war gerade noch Säure. Es prickelt auch noch so ein bisschen auf der Haut, wie ein von Qualle verseuchtes Nesseln, Wasser. ja. Das leichte Nesseln spürst du noch. Es rötet sich vielleicht, aber ist nicht mehr gefährlich in dem Sinn. Zum Glück habe ich Handschuhe. Ja. Oder dort, wo es halt hintropft oder wo es halt durchgeht, merkst du diese Geschichten. Wenn du es umdrehst, dann siehst du tatsächlich ein Wappen vom Haus Engel. Eine Schließe von einem Mantel ist es. Irgendwelche Rangabzeichen? Nein. Ist in dem Beutel irgendwas von Relevanz? Ich schaue in den Beutel, ja. Ihr zwei stürzt euch aus dem Beutel. Ja, Während ich Beutel. halt wenn ich den Pfeil aufhebe, bin ich so, oh, im Beutel. Ja, also ihr zwei kommt. Ich habe den Beutel mal gesalzen, um ihn zu entsäuren. Ja, Und ja. wahrscheinlich, ich lasse mir da Zeit, dürfte Dann siehst du, schneller während sein. du das ich salze, salze, schnappt sie sich den Beutel. wie eine kleine Hand sofort den Beutel nimmt und öffnet. Was du da drin findest, sind Münzen, Ich greife rein und irgendeine schlatzige Masse, die du wahrscheinlich wegnimmst, und ein Schriftstück, das du auch rausziehen kannst, das so wohl irgendwann mal ein bisschen verschlossen war, jetzt aber so halb geöffnet, aber doch geschützt von irgendeinem Lederumschlag, den das Ganze gehabt haben dürfte oder hat. mache ich das vorsichtig auf. Kannst du das tun? Dann findest du das hier. Ist auf mir noch irgendwas drauf oder ist das jetzt alles okay? Oder habe ich so Leimbrocken Du oder so schaust ein irgendwas? bisschen aus wie von Ghostbusters nach dem Encounter vom Schleimer, aber es ist nicht mehr galertartig, es ist mehr nass. Eigentlich. Es ist Okay. unangenehm, weil es kühl oder kalt ist. Jetzt hier unten ist es ja nicht warm in dem Sinn, aber du kriegst Luft und du merkst, Ja. nachdem dich er geheilt hat, oh, okay, das ist alles wieder in Ordnung in dem Sinn. Ja. Kann ich mich abschütteln von dem Ding irgendwie? Oder wenn Ja, nass wirst du weiß nicht. bleiben, aber ja, du aber kannst das schon ist das einen Zeug Großteil irgendwie. Ja, ausbeuteln. genau. Ja, Dann das mach ich kannst das. du durchaus. Ja, dann schüttle ich mich und versuche, dass das weggeht. Also, was du siehst, ist ein flüchtender Luchs, wenn du anfängst, die Flüssigkeit dort auszuschütteln und rauszubringen. Ja, das verstehe ich. Ich bin auch weg. Ja. Ich würde mir den erschlagenen Kriecher da anschauen. Den habe ich ja noch nicht von der Nähe gesehen, nachdem der Kampf völlig am Vogel vorbeigegangen ist. Eine seltsame Kreatur, eine wurmartige Kreatur, die schwer gepanzert ausschaut eigentlich tatsächlich. Und wenn du so schaust, wo die hergekommen sein könnte, bist du dir nicht ganz sicher. Haben wir eine Ahnung, woher die gekommen ist? Ja, Was hast du da? aus diesem Haufen dort. Ich zupfe mir mal das Papier zurück. Du nimmst ihr das Papier weg, oder was? Zögert mir schon zu lange. Ich halte es bin da- fest. Ich bin so, entschuldige, Na, jetzt sag schon. das ist für dich, Ephraim, und ich reiche dir das. Ich nehme wieder Kampfvorbereitung an und gehe mal in Richtung dieses Steinhaufens, der dort so, aus dem er gedeutet hat, dass der gekommen ist. Und schau mal, ob man irgendwas sieht, wo da vielleicht das berühmt-berüchtigte. Ich sage dir, was du wahrnimmst, bevor du wahrnehmen würfelst. Ja. Und dann schauen wir, was du im Speziellen vielleicht noch wahrnimmst. Was du wahrnimmst, ist, dass von dort so bisschen
Wind durchpfeift. Ja, also nicht Wind im Sturmböenartig, aber das dürfte tatsächlich von dort gekommen sein, was ihr oben mit der Kerze so ganz sanft gespürt hat, was euch hierher gebracht hat im Endeffekt. Was du siehst, wenn du hinkommst, ist, dass die Steinbrocken, die dort runtergebrochen sind, so liegen, dass sich ein armdicker Spalt gebildet hat, der allerdings nicht einfach kerzengrad durchgeht, sondern wo du, wenn du stehst und schaust, dann führt der mal so und dann kannst du noch spüren, dass er so um einen Steinbrocken herumgeht und sich nach hinten durchwindet. Ich weiß nicht, wie weit du deinen Arm reinstecken magst, aber das sei dir entschieden. Ich habe ja großkotzig gesagt, wenn man irgendwo ein Loch sieht, steckt man seinen Arm rein, oder? Also werde ich das wohl tun. Bitteschön. Ja, viel werde ich nicht finden mit 10. 10. Dein Arm verschwindet beinahe zur ganzen Länge. Also du kannst reingreifen und dann kannst du noch durchfahren und nach hinten und irgendwann merkst du, da ging es noch weiter, aber es sind oben, unten, links, rechts überall Felsgeschichten. Ich beuge mich zu dem Skelett runter und beginne an der Lederrüstung herum zu hantieren und das Insignum des Hauses Agnes zu entfernen. Ephraim, was steht da drinnen? Ist das wirklich für dich? Ich lasse es in die Flüssigkeit fallen und hoffe, dass es sich auflöst. Nein. Liegt jetzt dort unten, es wird nass, das ja. Ich fürchte, du musst zur Kerze greifen, um es zu verbrennen. Zu spät, jetzt ist Jetzt das ist es nass. Ich überlasse es dir. Kannst du es auch einfach einstecken? Hast du alles gelesen? Stell mich vor den Pizza. Ich stelle mich zu Ephraim. Ich stelle mich vor die Pix, ich stelle mich zu Ephraim. Also zuerst, also ich hantiere an dem Insignum herum. Es geht um meine Tochter, Indira. Und das war ein guter Freund von mir, der sich mit mir treffen wollte eigentlich, damals am Fruttertrog. Deswegen war ich zu dieser Nacht hier. Und der Name ist schon ein paar Mal gefallen. Wendel, der Das ist der Jagdmeister. Es tut mir leid. Ja. Und das macht alles so viel komplizierter. Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn die Witwe Sol verdeckt, wird sich wohl vieles offenbaren. Kann jemand von euch damit etwas anfangen? Was soll das heißen? Nein. Du kannst würfeln, bitte. Historie wäre zum Beispiel gefragt Witwe hier. Souls, ist das nichts? Ja, das sind Bereich. zwei Gottheiten, aber es ist vermutlich etwas, das sich auf Sternenkonstellation oder... Eine Natural 20. Oh mein Gott. So geht Historie mir jetzt habe ich gleich raus. auch noch einiges. Wir sind so Eine gescheit. Natural 20. 25 insgesamt. 25. Es ist gar nicht so kompliziert, denkst du dir. Wenn die Witwe Sol verdeckt, dann ist das eine Sonnenfinsternis. Und die nächste Sonnenfinsternis wäre, Die weiß ich bestimmt. die wäre nächstes Jahr tatsächlich. Ich denke, ist die Sonnenfinsternis nächstes Jahr ist damit gemeint. Das ist noch viel Zeit bis dahin. Gut, da kann man die Dinge noch vielleicht ins Rechte rücken. Ich schaue mich verschwörerisch um und gehe jetzt, also stehe auf. Habe ich das geschafft, dass ich das Insignum von ihm... Ja. Ich stecke es bei mir ein Mhm.
gehe zu der Kreuzung, schaue nach links, nach rechts, ob die Türen geschlossen sind. Horche verschwörerisch, kommt euch vielleicht ein bisschen übertrieben und überzogen vor. Indira ist nicht meine Tochter. Indira stammt aus dem Hause Albrecht und hätte vor vielen Jahren umgebracht werden sollen. Wendel und ich, wir haben das verhindert. Aber jetzt, da Una verstorben ist, wollte ich einfach sehen und wissen, ob die Zeit gekommen ist, dass sie vielleicht wieder nach Hause in ihre Familie zurückkehren kann. Ist sie dort sicher? Das wollte ich herausfinden. Aber wenn man es genau nimmt, ist sie das rechtmäßige Souverän des Hauses Albrecht. Und vielleicht noch mehr. Du weißt, ich werde dir helfen, wenn ich kann. Das weiß ich und dafür bin ich angelegt. Das heißt, sie wäre heute anstatt dem souveränen Vorstand des Hauses? Ja. Vorstand des Hauses. Kannst du da noch ein bisschen ausholen? Ich habe schon ein wenig begriffen, dass du eine Tochter hast und... Mein Name ist Ephraim und ich stamme aus dem Hause Engel. Und war dort unter Wendel im Rang eines Feldwebels. Wir haben erfahren, dass ein Komplott gegen den Souverän und seine Familie geplant gewesen ist. Und haben, nachdem für den rechtmäßigen Souverän jede Hilfe zu spät kam, getan, was wir tun konnten und haben seine Erbin in Sicherheit gebracht. Also ich. Wir sind geflohen und hätte Una uns damals nicht gefunden, wären wir wahrscheinlich erfroren. Aber sie hat uns aufgenommen, sie hat uns ein Zuhause gegeben, Liebe und so viel mehr. Es ist viel Schmerz in deiner Erzählung. Was ist denn geschehen mit beiden? Mit deinem Schützling und mit Una? Ich hoffe, dass Indira wohlauf ist. Una ist gestorben. Wie es in der weißen Weite manchmal vorkommt bei der Jagd. Es tut mir leid. Und wie ist Indira verschwunden wieder? Sie ist nicht verschwunden. Du weißt, wo sie ist. Ich weiß es, wo sie ist. Und ich hoffe nur, dass Wendel es niemandem gesagt hat, wo sie sich befindet. Das ist doch im Weltklar, ne? Jetzt wissen es alle anderen auch. Ja. Ja, das ist sie. Und ich hoffe, das ist sicher. Könnt ihr beweisen, dass sie die rechtmäßige Erbin des Hauses Albrecht ist? Ihr meint also, dass man die Familienähnlichkeit kaum abstreiten kann? Geburtsmale, Siegelringe, einzigartige Gegenstände. Weißt du nicht. Ich wüsste nicht. Wie alt ist sie denn? Du hast eine Natural 20 gehabt bei Historie. Ja. Du weißt, dass es, egal was es gibt, über jeden Adeligen Aufzeichnungen, der geboren wird und. Ja, also wenn, dann findet man in Kailum Prime sicherlich Aufzeichnungen in der großen Bibliothek über eine Tochter von einem Souverän eines der Herrscherhäusers. Wenn ich das jetzt recht versuche, mir das zusammenzureimen, es
Sie, die Indira und der Enrik sind Geschwister, nur Indira kommt in der Altersreihenfolge vorher, oder? Nein, Endrik ist ihr Onkel. Enrik ist ihr Onkel. Endrik ist ihr Onkel. Benedikt war ihr Partner. Der vorige Surin, den werde ich nämlich haben. Ja, vom Namen her kennst du Vom den sehr Namen her wohl, kenn ja ich. klar. Und das komplett galt Indira oder dem gesamten Haus? Im gesamten Haus. Weiß man von Und wem das Ziel kommt. war, das gesamte Haus auszulöschen? Oder? Also, nein, eigentlich nicht. Das Ziel wurde erreicht. Es sitzen die richtigen Menschen am Thron. Die vermeintlich richtigen. Björn setzt sich in eine Ecke, kramt in seinem Rucksack, nimmt eine tönerne Flasche, schraubt sie. Danke. Oh, Fusel. Soldatenfusel. Aus der Schlacke. Bix, was du bemerkt hast, was dir jetzt erst so richtig klar bewusst wird, der Lux, Thymian, hat sich vor dich gestellt, als er begonnen hat, den Brief zu lesen. Ja, also während er den Brief gelesen hat, hast du gemerkt, wie er plötzlich geschaut hat, sich nach vor bewegt hat, sich vor dich hingestellt hat, den Ephraim angeschaut hat und sukzessive die Nackenhaare mehr und mehr aufgestellt hat. Und erst jetzt beginnt das Ganze sich wieder zu legen, während der Ephraim mit euch allen spricht. Offensichtlich beruhigt er sich wieder. Und jetzt setzt er sich hin und beginnt, die Pfote abzuschlecken. In der nächsten Folge. Es waren jetzt keine Fackeln oder ähnliches hier oder Laternen oder Ich weiß nicht, das riecht mehr nach Zerstören von Beweisen als allem anderen. vielleicht wurde er unter einem Vorwand hier runtergelockt.